Servus zusammen, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei diesem neuen Video auf dem Kanal, und falls du jetzt das erste Mal natürlich hier bist, auch herzlich willkommen. Ich möchte heute mal über das Thema Komplexität im Tabletop sprechen, beziehungsweise mit dem Videotitel war es schon ein bisschen ersichtlich, etwas spezifischer dann auch zu Infinity the Game, weil generell wird ja schon auch gesagt, dass eben Infinity ein sehr komplexes Regelsystem hat, und da möchte ich mal ein bisschen drauf eingehen, weil natürlich das stimmt auf jeden Fall, aber ist das jetzt etwas Gutes oder etwas Schlechtes? Und das möchte ich mir eben in den kommenden Minuten ansehen mit euch zusammen. Ich habe mir dazu ein paar Regelsysteme hergenommen, über die ich dann eben in diesem Bezug etwas sagen möchte, um das Ganze dann ein bisschen vergleichen zu können oder eben Vergleichswerte zu haben, wo ihr euch dann auch eure eigenen Gedanken dazu machen könnt. Wäre natürlich dann schön, wenn ihr eure Meinung hier auch in den Kommentaren teilt, aber ich würde mal starten mit dem ersten System, und zwar als Beispiel Kings of War ist hier auch ein sehr dickes Regelbuch, wie wir sehen, und hat auch einiges an Regeln. Ist jetzt von der Überlegung her ein Spiel mit durchaus vielen Regeln in den verschiedensten Bereichen, aber dann doch recht übersichtlich, weil man eben auch nur eine kleine Anzahl an Sonderregeln hat bei den spezifischen Armeen und sonst eben alles abgebildet wird über die Regeln, die es generell im Spiel gibt. Und da unterscheiden sich dann die Armeen halt hauptsächlich dadurch, dass sie unterschiedliche von diesen Sonderregeln bekommen. Das macht das Spiel auf der einen Seite natürlich auch komplex auf die eine oder andere Weise, aber dann doch sehr übersichtlich, um auch schnell und einfach hier in das System reinzukommen. Das habe ich selbst kürzlich festgestellt, als ich mein erstes Kings of War Wochenende kürzlich gespielt habe. Obwohl null Erfahrung, was jetzt wirklich große Armeelisten betrifft, bin ich dann doch recht schnell auch ins System reingekommen. Und da sieht man schon, wenn man zwar etwas mehr Regeln hat, die aber doch nicht zu komplex sind, kann man ein sehr schönes taktisches Spiel zusammenstellen, wo der Anfänger dann aber dennoch sehr schnell reinfinden wird. Das als Beispiel für so ein generisches Tabletop, sage ich jetzt mal, von der Regelkomplexität her, was man sehr häufig in vielen Systemen meiner Meinung nach findet. Das ist natürlich alles hier nur meine Meinung. Jetzt gehe ich mal in die eine Richtung der Komplexität, denn meiner Meinung nach stellen sich hier zwei Sachen heraus, oder habe ich für mich festgestellt, dass es zwei Arten von Spielsystemen gibt in Bezug, wenn es um Komplexität geht, also nicht Spielsysteme, sondern Arten der Komplexität, würde ich sagen. Also so würde ich das eher behaupten. Hier ganz klassisch zu nennen, meiner Meinung nach Warhammer 40.000, denn das, was hier passiert, sage ich jetzt nicht, dass das schlecht ist. In der aktuellen Variante gefällt es mir nicht von der Komplexität her, und darum soll es natürlich hier auch klarerweise jetzt gehen. Also, wie wir alle wissen oder die meisten wissen, die schon länger im Hobby sind, gibt es Warhammer 40.000 schon sehr lange, hat sich immer wieder weiterentwickelt, und das Spiel war eigentlich immer dann doch recht komplex. Man konnte es mit Kings of War von dem Grundteil dann doch etwas vergleichen, hatte dann aber meist auch in der Warhammer Fantasy Variante noch mehr Möglichkeiten geboten, war noch komplexer, und auch hier die aktuelle Edition macht hier keine Ausnahme. Das, was hier eben die Komplexität ausmacht, ihr habt einerseits hier die Regeln des Spiels im Regelbuch enthalten, wie eben auch bei Kings of War vorhin gesehen, aber das splittert sich dann noch mehr weiter auf. Jede Armee hat ihr eigenes Armeebuch, ihren eigenen Kodex, wo zum einen natürlich armeespezifische Sonderregeln drinnen sind, die dann sehr viel umfangreicher und komplexer sind als eben die wenigen Regeln, die die einzelnen Armeen bei zum Beispiel Kings of War haben.
Damit ist es aber noch nicht getan, sondern neben diesen ganzen Regeln, die dann eben verschiedene Layer haben, die dann aufeinander oft auch aufbauen, kommt dann noch dazu, dass das noch mehr wird, weil wir seit jetzt, ich glaube in der 8. Edition hat es dann angefangen, in der 7. hat es schon gegeben, weiß ich jetzt nicht. Wenn es wer weiß, schreibt es auch in die Kommentare, aber zumindest seit geraumer Zeit gibt es eben auch diese Stratagems, die das Ganze nochmal komplexer machen, eben in einem aufbauenden Bereich, und das ist genau das, was ich bei Komplexität als schlecht empfinde, weil man hat im Endeffekt die Grundregeln, dann hat vielleicht eine Einheit, eine Sonderregel, die ihr erlaubt, sich in eine gewisse Art und Weise zu bewegen. Dann gibt es noch eine armeespezifische Sonderregel, die vielleicht die Reichweite der Bewegung noch modifiziert, weil die Armee eben besonders schnell ist oder darauf ausgelegt ist. Und dann mit Stratagems zum Beispiel, die nochmal oben drauf kommen, hat dann die Komplexität quasi ihr Maximum erreicht und man muss sich hier verschiedenste Stufen eigentlich merken, um das Maximale aus seiner Armee rausholen zu können, weil eben diese Sachen dann sehr häufig aufeinander aufbauen. Kann einem gefallen, muss es natürlich auch nicht. In meinem Fall, wie gesagt vorhin, ich finde das System selbst jetzt nicht ganz so schlecht von 40k, also mir gefällt auch das Universum nach wie vor, aber mit den Stratagems und so weiter ist es mir in Bezug auf diese stufenweise Komplexität viel zu komplex geworden. Da habe ich einfach nicht den Spaß daran, mich zum Beispiel reinzuarbeiten und dann mit diesen ganzen Stratagems eben auch noch zu arbeiten. Natürlich kommt dann vielleicht noch durch andere Elemente noch weitere Komplexität dazu, aber das, was ich hier grundsätzlich sagen wollte, ist eben die Komplexität hier in Bezug darauf, dass das aufeinander aufbauend ist und dadurch immer komplexer wird und meiner Meinung nach eben nicht die beste Wahl, wenn es darum geht, ein komplexes Regelsystem zu kreieren. Und dann kommen wir natürlich zu dem Hauptspiel, um das es hier natürlich jetzt in erster Linie geht, und zwar Infinity von Corvus Belli. Das ist mein Beispiel dafür, wie man noch Komplexität ins Spiel bringen kann und meiner Meinung nach eben auf eine bessere Art und Weise. Denn natürlich zum einen muss ich sagen, mit dieser neuen Änderung hier mit Infinity N4 und natürlich dann auch der Einführung von Code On wurde das Spiel gegenüber N3 zum Beispiel schon um einiges auch zusammengefasst und vereinfacht. Also es gab da durchaus auch so Layer-Formate, wo dann Regeln eben aufeinander aufgebaut haben. Ich will auch gar nicht sagen, dass es das hier nicht noch immer gibt, meiner Meinung nach aber mittlerweile wesentlich besser, als das eben noch in den früheren Editionen der Fall war. Bevor ich jetzt weitermache, möchte ich nur noch kurz sagen, falls du soweit jetzt da geschaut hast und noch nicht abonniert, dann überleg dir bitte, den Kanal zu abonnieren. Das wird mir auch weiterhelfen für das Wachstum und um natürlich auch gesehen zu werden und in Zukunft eben noch mehr auch in Richtung Infinity natürlich auch zu bringen, das dann auch mehr Leuten etwas bringt, weil eben möglichst viele Leute das sehen werden. Davon aber jetzt einmal genug der Eigenwerbung und kommen wir zu Infinity im Detail. Wie gesagt, das Spiel ist durchaus komplex, daher auch das Video hier, hat sich aber, wie ich vorhin schon sagte, wesentlich gebessert, jetzt in N4, ist aber noch immer ein sehr, sehr komplexes Spiel, vielleicht auch komplexer in seiner Gesamtheit als viele andere Spiele, auch als 40k, aber meiner Einschätzung nach eben auf eine gute Art und Weise, denn was ihr hier habt, ist die Möglichkeit, also wo ich bei 40k oder anderen Spielen nur die Möglichkeit habe, mich zu bewegen und dann zum Beispiel in der Bewegungsphase oder zu rennen oder anzugreifen und darauf aufbauend dann die Komplexität entsteht, weil ich dann eben Sonderregeln bekomme, die meine Angriffsbewegung erhöhen oder Sonderregeln bekommen, die mich in die Lage versetzen, mich noch einmal zu bewegen, bevor ich einen Angriff mache und solche Dinge, ist das hier bei Infinity eben ein bisschen anders. Einerseits habt ihr eben die Aktion und Reaktion Mechanik, dass eben ein Spieler aktiv an der Reihe ist und der andere passive Spieler eben noch immer reagieren kann.
Dadurch kommt schon sehr viel Komplexität ins Spiel, weil man eben sehr viele Möglichkeiten hat. Das, was das Ganze aber dann interessant macht, ist die Art und Weise mit der Komplexität, dass das Ganze dann nicht so sehr aufeinander aufbaut, sondern man einfach sehr viele Möglichkeiten hat. Zum Beispiel eine Order besteht aus 2 Skills im Regelfall oder einem langen Skill, den man ausführt, und das kann natürlich sehr viel sein. Ich kann mich damit einmal bewegen und ein zweites Mal bewegen. Ich kann mich aber auch bewegen und schießen zum Beispiel oder bewegen und eine andere Aktion, eine kurze durchführen. Dadurch habe ich schon sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, weil ich mir dann überlegen kann, okay, ich bewege mich hier jetzt da an ein Missionsziel dran, vielleicht noch in Deckung, und kann mir dann oder muss mir dann überlegen, gebe ich die zweite Hälfte des Befehls, den zweiten Skill aus, um zum Beispiel diese Konsole, das Missionsziel zu aktivieren, damit zu interagieren, oder benutze ich den Skill für etwas anderes, um zum Beispiel mich weiter zu bewegen oder auf ein Ziel zu schießen. Und das wiederum wird komplexer dadurch, dass, wenn ich die Möglichkeit hätte, auf ein Ziel zu schießen, mein Gegenüber natürlich vorher die Möglichkeit hat zu reagieren. Und jetzt kann ich sagen, okay, mein ursprünglicher Plan wäre, mit dem ersten Skill bewege ich mich zum Missionsziel hin und mit dem zweiten Skill aktiviere ich die Konsole. Habe aber zum Beispiel nicht gesehen, dass da ein gegnerisches Modell steht. Jetzt mit meinem ersten Skill bewege ich mich hin zum Gegner oder bewege ich mich hin zum Missionsziel, und auf einmal sagt mein Gegner an, er hat hier eine Reaktion und möchte gerne auf mich schießen. Das könnte meinen Plan komplett durcheinander werfen, weil ich dann mir überlegen muss, gebe ich dem Gegner diesen freien Schuss oder schieße ich zurück und verzichte dafür darauf, die Konsole zu aktivieren, und mache das dann eventuell im nächsten Befehl. Das ist dann eben die Möglichkeit, wo die Komplexität entsteht bei Infinity, weil man hier dann eben sehr viel mehr Möglichkeiten hat. Oder das gleiche auch mit Reaktionen, wenn der Gegner dann, der passiv dran ist, wo man bei anderen Spielen dann nur als Zuseher agiert, maximal noch Rüstungswürfe vielleicht durchführt, ist es bei Infinity dann auch so, dass man trotzdem noch immer am Spiel teilnimmt. So kann es sein, ich habe zum Beispiel mehrere Modelle in einer gewissen Nähe zueinander stehen, der Gegner kommt mit seiner Figur im aktiven Zug um eine Hausecke und auf einmal haben 3 Modelle von mir eine Sichtlinie. Jetzt kann ich mir überlegen, was ich damit machen möchte. Jetzt bekommen alle 3 Modelle eine Reaktion, und das kann jetzt aber sehr vieles sein. Ich kann mir dann überlegen, okay, welche Waffe hat mein Gegner, was wird er aufgrund seiner Bewaffnung möglicherweise als zweiten Skill durchführen. Okay, er hat einen Raketenwerfer mit einer Schablone, könnte also 2 bis 3 meiner Modelle tatsächlich treffen. Dementsprechend kann ich ansagen, okay, mein erstes Modell schießt zum Beispiel zurück oder schießt auf den Gegner, um ihn vielleicht aus dem Spiel zu nehmen und damit den gefährlichen Raketenwerfer rauszubekommen. Und die anderen beiden Modelle können aber etwas anderes machen, zum Beispiel Ausweichen ansagen. Und genau dadurch eben geht das dann weiter mit der Komplexität, weil dann eben erst der zweite Skill des Gegners drankommt, des aktiven Spielers. Und der kann jetzt auch sagen, okay, ich wollte eigentlich drauf schießen, aber mit meinem Raketenwerfer. Dadurch, dass sich der Gegner jetzt aber auch schon angesagt hat, dass er mit 2 Modellen dodgen möchte und das sehr wahrscheinlich auch schaffen wird, kann ich meinen Plan zum Beispiel wieder komplett verändern und anstelle mit meinem zweiten Skill zu schießen, mich einfach weiter bewegen. Und dann den einen Schuss des reagierenden Modells dann einfach auf mich zukommen lassen und hoffen, dass ich eben das Ganze überstehe oder aufgrund von hoher Rüstung auch weiß, dass ich es sehr wahrscheinlich schaffen sollte, im Spiel zu bleiben. Und insgesamt gesagt ist diese Variante, wie man Komplexität in ein Tabletop-Spiel reinbringt, meiner Einschätzung nach und meiner Meinung nach die bessere Variante, weil so kann man sich als Neuling einarbeiten und einfach gewisse Aktionen, die man dann durchführen könnte mit seinen Figuren, dann einfach anfangs mal weglassen und sich so Schritt für Schritt dem Spiel nähern, wohingegen es doch mit der anderen Variante, mit dem immer aufeinander aufbauen, man direkt dann auch schon das Problem hat, dass einfach Einheiten nicht mehr so stark agieren oder agieren können, weil man einfach Stufen darüber, die die Einheit dann wirklich gut machen würden, einfach dadurch weglassen würde, wohingegen
man eben bei Infinity dann nur eine Aktion weglässt, die man eventuell noch machen könnte, wie zum Beispiel ein Hacker. Ein Hacker könnte genauso gut als Reaktion ausweichen, er könnte zurückschießen, aber er könnte eben auch zum Beispiel einen Hackerangriff durchführen. Und das könnte man dann einfach als Neuling weglassen für den Anfang, indem man zum Beispiel gar keine Hacker im Spiel verwendet für den Anfang, in den ersten paar Spielen. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, es gibt meiner Überlegung nach 3 Arten von Komplexität. Das, was ich mehr oder weniger als normale Komplexität bezeichnen würde, wo es doch schon sehr komplex auch werden kann, aber das noch sich im Rahmen hält, da verschiedene Armeen nicht zu viele eigene Sonderregeln haben, sondern sich das in einem zusammenfasst und man gar nicht so viele Möglichkeiten im Spiel hat. Dann die zweite Variante ist die, wo Regeln aufeinander aufbauen und man so immer wieder komplexer wird und auch Einheiten dadurch erst richtig stark werden und nicht durch Einzelaktionen, die man durchführen kann. Dafür aber die Aktionsauswahl sehr viel geringer ist, was die Modelle im Spiel machen können. Oder eben die dritte Variante, dass man sehr viel mehr Möglichkeiten bietet, was eine Einheit machen kann. Diese dann aber nicht so stark oder überhaupt nicht voneinander abhängen oder aufeinander aufbauen, um so einfach den Spielern die Möglichkeit zu geben, aus sehr vielen Varianten zu wählen. Mich würde jetzt noch interessieren, ob euch dann auch andere Möglichkeiten vielleicht einfallen oder Arten der Komplexität, wie man Komplexität in Tabletop Hobby eben reinbekommen kann. Und natürlich auch, was ihr generell von diesen verschiedenen Varianten haltet, welche euch hier zum Beispiel am besten gefällt. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss.